Ja, das mit dem Alkohol wird ja in jedem Land etwas anders gehandhabt. Und wie das hier in Schweden funktioniert mit dem staatlichen Alkoholgeschäft und warum schwedische Jugendliche bei fremden Leuten im Keller Alkohol kaufen, darüber sprechen wir jetzt. Jetzt geht's los. Ja, wenn ihr nämlich hier in Schweden mal ein Bierchen kaufen wollt oder eine Flasche Wein oder was anderes Alkoholisches, dann müsst ihr nämlich hier zum Systembolaget gehen. Ansonsten kriegt ihr nämlich nichts. Im Supermarkt bis 3,5% kann man Bier kaufen, aber alles drüber ab ins Systembolaget. Und das ist nämlich so, dass der Staat das Monopol hat über den Verkauf von Alkohol. Und das wird dann halt in diesen Läden gemacht. Und die gibt es auch eigentlich in den meisten größeren Orten. Aber genau in den kleinen Dörfern, da ist dann quasi nichts los. Wenn man sich mal da die Öffnungszeiten anschaut unter der Woche, naja, da haben die zumindest mal bis 7 offen. Samstags bis 3 Uhr nachmittags und sonntags gar nichts. Also da muss man schon so ein bisschen sein Fest oder sein Abend planen, damit man auch tatsächlich nochmal eine Chance hat, was zu kaufen. Also spontan geht da eigentlich gar nichts leider. Ja, die Altersgrenze, um dort einzukaufen, ist 20 und für Restaurants und Bars für den Ausschank 18. Und ihr könnt euch auf jeden Fall darauf einstellen, dass ihr wahrscheinlich eine ID vorzeigen sollt, denn da sind die ziemlich hart. Also auch wenn man schon etwas älter aussieht, wird auch häufig einfach noch die ID vorgezeigt. Und genau, wir schauen uns doch jetzt mal an, wie das da überhaupt aussieht und sprechen noch mal ein bisschen mehr über das Systembolaget und was da abgeht. So, jetzt sind wir hier bei meinem kleinen lokalen Systembolaget. Ich wohne ja ländlich, das heißt, das ist jetzt auch nicht der größte, den man sich anschauen kann. Und ja, wie man sieht, es ist doch eine recht gute Auswahl. Es gibt hier schon echt viel lokal produziert, national und natürlich international. Und von den Preisen, ja, Bier, ich sag mal, die günstigsten, die sind wahrscheinlich nur ein bisschen teurer wie in Deutschland. Wein ist da schon teils um einiges teurer und genau, also Starksprit ist dann schon teils doppelt oder dreimal so teuer wie in Deutschland. Aber warum stellen die Schweden sich denn überhaupt so an? Wird doch überall Alkohol getrunken, oder nicht? Ja, man kann das historisch vielleicht so ein bisschen sich zusammenbasteln. Ich will euch jetzt keine riesige Geschichtsstunde geben, aber naja, im 20. Jahrhundert gab es wohl recht große Probleme hier in Schweden. Da wurde viel zu Hause gebrannt, eigener Schnaps gebrannt und wohl auch sehr, sehr viel getrunken. Es war auch ein sehr armes Land unter einer langen Zeit. Und ja, da wurde dann halt sehr, sehr viel Alkohol getrunken und das führte dann halt zu so einer Gegenbewegung, wo quasi dann im Anfang des 20. Jahrhunderts versucht wurde, dem gegenzuwirken. Da gab es dann auch quasi ein kleines Rationsbüchlein, was jeder bekommen hatte, wo dann genau vermerkt wurde, wie viel Alkohol gekauft werden darf und schon gekauft wurde. Und das wurde dann rationiert. Und das Ganze wurde dann aber in den 50ern abgeschafft und dafür halt das Systembolaget eingeführt, damit halt der Staat immer noch eine Kontrolle darüber hat, wie viel die Leute dann am Ende überhaupt kaufen können und trinken können. Naja, und das wurde dann teils etwas mehr gelockert. Zum Beispiel kann man mittlerweile samstags auch dort einkaufen. Aber die Regeln sind dann doch immer noch relativ strikt, würde ich sagen. Und genau, der Staat hat halt immer noch das Monopol, was das Ganze angeht. So, lasst uns noch mal darüber sprechen, wie das ist, im öffentlichen Raum zu trinken. Dann gibt es tatsächlich kein nationales Regelwerk, was das begrenzt. Aber die Kommunen und Kreise und die Städte, die haben quasi eigene Regeln, die da einsetzen dürfen. Und häufig ist es so, dass man auf öffentlichen Plätzen nicht trinken darf. Da gibt es natürlich auch Ausnahmen, gerade in manchen Studentenstädten. Aber in der Regel kann man nicht sich einfach an den Strand setzen oder in den Park setzen und da Alkohol trinken. Das sieht man natürlich trotzdem, aber am Ende kann es passieren, dass die Polizei vorbeikommt und dir dein Getränk wegnimmt und nicht so super glücklich darüber ist. Aber ja, das heißt, da ein bisschen dran denken. In der Regel kann man nicht einfach im öffentlichen Raum Alkohol trinken. Ja, und jetzt kann man sich natürlich auch fragen, hilft das denn alles? Also trinken die Schweden denn auch wirklich mehr? Naja, wenn wir uns das mal über Europa anschauen, scheint es tatsächlich der Fall zu sein, dass jährlich in Schweden etwas weniger getrunken wird als in den meisten europäischen Ländern. Meine Erfahrung ist aber teils, dass etwas anders getrunken wird. Das ist eine andere Trinkkultur.
Also gerade als ich hier studiert hatte, war es halt doch schon so, dass die Schweden sehr früh am Abend sehr viel, sehr schnell getrunken hatten. Also die haben sich da schon echt gut die Kanne gegeben. Natürlich nicht alle, aber es war schon irgendwie ein Unterschied im Vergleich zu vielen ausländischen Studenten, die aus den anderen europäischen Ländern kamen, die das vielleicht etwas entspannter angehen lassen. Und ja, vielleicht wird weniger getrunken, aber ich habe das Gefühl, dass wenn getrunken wird, wird etwas härter getrunken. Ja, und was hat es jetzt mit diesen Jugendlichen auf sich, die in Kellern bei Fremden Alkohol kaufen? Naja, wenn man mal so fragt hier, ja, wie war denn das, wenn du 17 warst und trotzdem mal was trinken wolltest? Wie seid ihr denn an Alkohol rangekommen? Hört man doch sehr häufig die Story, ja, da gab's halt jemanden bei uns im Dorf, da konnte man in den Keller gehen und der hatte dann quasi aus Polen, Deutschland, Dänemark gut was eingekauft, hat sich quasi sein Auto vollgeknallt mit Bier und Wein und Wodka und was weiß ich. Und zudem konnte man dann in den Keller gehen und sich da dann quasi was kaufen, obwohl man noch nicht im richtigen Alter war. Und so wurde das dann wohl teils gelöst. Von daher, ja, Regeln sind ja immer schön und gut, aber es gibt wohl auch immer Wege, wie die umgehen werden am Ende des Tages. Ja, und deswegen sind die schwedischen Jugendlichen gerne bei Fremden im Keller und kaufen da Alkohol ein. So, jetzt wollen wir das alles nochmal hier zusammenfassen. Also, nein, ihr braucht nicht unbedingt alles von Deutschland mitnehmen, wenn ihr hier in den Urlaub kommt. Geht ruhig gerne mal ins Systembolaget, weil die Auswahl ist wirklich richtig gut und ihr kommt dann halt zum Beispiel an die lokalen Brauereien daran und könnt euch über das Systembolaget da quasi was einkaufen. Habt ein bisschen Ahnung von den Regeln, die hier gelten, damit ihr da nicht überrascht werdet, was Altersgrenzen und sowas angeht. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und ihr da ein paar neue Informationen bekommen habt. Macht's gut.